Amen. Amen. The last time we met, Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, we were reviewing our classes. haben wir unseren Unterricht wiederholt We were looking at point 6, und haben den Punkt 6 betrachtet, which was to do with the theme of Matthew 13. welcher mit der Thematik oder dem Thema von Matthäus 13 zu tun hatte. And the theme is the separation. Das Thema ist die Trennung. Ellen White calls it the final separation. Ellen White nennt es auch die letzte Trennung. When we started discussing this in our movement, Als wir begonnen haben, das in unserer Bewegung zu besprechen, we ended up taking this parable and fractalizing it, haben wir dieses Gleichnis genommen und es auch ins Fraktal gelegt. which means we began to apply it at the level of the priests. Welches bedeutet, dass wir es auf die Ebene der Priester angewendet haben. And so the natural consequence of that Und die natürliche Konsequenz daraus is that we would look at people ist, dass wir Menschen anschauen in the movement, in der Bewegung and because we believed in a prophetic testing message, und weil wir an eine prophetische Testbotschaft glaubten, if they didn't agree with our prophetic understanding, we would identify them as tares. und wenn sie dann mit unserem prophetischen Verständnis nicht übereinstimmten, haben wir sie als Unkraut angesehen. But we've seen that there's a problem with that Aber wir haben erkannt, dass es damit ein Problem gibt. because the final separation Denn die letzte Trennung for the priests für die Priester internally within this movement innerhalb der Bewegung has already occurred. ist schon aufgetreten. It occurred in the time period which we call the Sunday law. Nämlich in der Zeitperiode, die wir das Sonntagsgesetz nennen. If you looked at an agricultural model, this would be in the time period of the latter rain. Und wenn man das landwirtschaftliche Modell betrachtet, dann wäre es die Zeitperiode des Spätregens. And what caused that separation Was diese Trennung nun hervorrief, was the bearing of fruit, war das Fruchttragen or what we might call the latter rain or the loud cry message. oder wie wir es auch die Spätregen oder auch laute Rufbotschaft nennen. And if we went specifically to 2018, we'd call it the midnight cry. Und wenn wir 2018 speziell betrachten, dann würden wir es den Mitternachtsruf nennen. And so the problem with applying Matthew 13 Das Problem nun, Matthäus 13 anzuwenden, to our movement auf unsere Bewegung anzuwenden, is what? ist welches? What's the problem? Wo liegt das Problem? Sister Catherine? Shall we walk through it together? Sure. Good. So the theme of the parable is? Das Thema des Gleichnisses ist Separation. Good. die Trennung. And it just so happens that in the parable, the separation happens in which time period? Und im Gleichnis selbst, wo geschieht diese Trennung? In welcher Zeit? In the parable. Also im Gleichnis selbst. In the harvest. In the harvest. Good. Zur Zeit der Ernte. So we looked at our movement Und da haben wir unsere Bewegung betrachtet and we saw lots of people doing what? und da haben wir viele Menschen gesehen, die was tun. Leaving, Sie sind gegangen. separating from us. Sie haben sich von uns getrennt. And we particularly noticed this between what time periods? Und das haben wir in welcher speziellen Zeitperiode gesehen? In 2019. Excellent. Zwischen 2014 und 2019. And we already had identified that 2014 was what way mark? Und 2014 ist welche Wegmarke? Was haben wir gesagt? Sunday law. Good. Es ist das Sonntagsgesetz. So we'd already identified that it was the Sunday law, Wir haben also schon aufgezeigt, dass es das Sonntagsgesetz and we ist. know that the Sunday law is both a specific point at the beginning, Wir wissen, dass das Sonntagsgesetz ein spezieller Punkt, nämlich der Anfang ist, and it covers a period of time. aber auch eine Zeitperiode betrachtet. So we went from 2014 to 19, Deswegen von 2014 bis 2019. a 5-year period. Eine 5-jährige Periode. And in agreement with the spirit of prophecy, Und in Übereinstimmung mit dem Geist der Weissagung we found that the cry haben wir gesehen, dass der Ruf
the loud cry of the Sunday law, Dieser laute Ruf des Sonntagsgesetzes, or what we would call the loud cry of the third angel, oder wir würden es auch den lauten Ruf des dritten Engels nennen, happened near the end of that history. geschieht gegen Ende dieser Geschichte. That's how Ellen White describes it in the Millerite time period. So beschreibt es Ellen White für die Zeit der Milleriten. So that occurred in 2018. Das ist im Jahre 2018 aufgetreten. And just before Und the kurz close of zuvor, probation, kurz vor dem Ende der Gnadenzeit, the last major final separation happened. ist die letzte große Trennung geschehen, And that was Future for America. nämlich Future for America. The leader of our movement decided to go a separate way. Die Leiter unserer Bewegung haben sich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. And so even though we saw separation in our movement, Also auch wenn wir nun die Trennung in unserer Bewegung gesehen haben, it doesn't fit with the parable of Matthew 13. passt das nicht überein mit dem Gleichnis aus Matthäus 13. The separation is happening a dispensation too early. Denn diese Trennung geschieht eine Dispensation zu früh. But that separation can be explained by another parable. Diese Trennung kann aber durch ein anderes Gleichnis beschrieben werden. Brother Roland, you know what that other parable is? Kennst du das andere Gleichnis? Ich kenne nur die Situation mit Judas. I just know the situation with Judas. Okay. So Judas is a story, Judas ist eine Geschichte, which is a parable, welches auch ein Gleichnis ist. but we go to another parable that's really famous, Aber wir gehen zu einem anderen Gleichnis, das sehr bekannt ist. and it's been in our movement for a very long time, Und wir haben das in der Bewegung schon seit einer sehr langen Zeit. long before Matthew 13, Noch lange vor Matthäus 13. the parable of the tares. Also hier das Gleichnis des Unkrauts. Sister Aileen, do you know? It's not in our notes, I don't think. Weißt du es? Wir haben es, glaube ich, noch nicht besprochen. I'm not sure. Okay, that's fine. Okay. Good. Bin mir nicht Matthew sicher. 25. Matthäus 25. Brother Roland, how does the parable begin? Wie fängt denn das Gleichnis an? Matthäus 25. You can turn to the verse itself if you like. Du kannst auch aufschlagen, wenn du möchtest. Just the introductory thoughts. Dieser einleitende Gedanke. How does it begin? Wie fängt's an? I don't mean the story itself, I mean the introduction to the story. Ich meine jetzt nicht die Geschichte selbst, sondern diese Einführung in die Geschichte. Dann soll das Königreich des Himmels gleichen. What is it? The kingdom of heaven shall be likened unto. Yes. It says, then shall the kingdom of heaven be like these 10 virgins, Also dann soll das Königreich des Himmels wie diese 10 Jungfrauen sein. servants. Diener. We'd normally call them bridesmaids. Wir nennen sie auch Jungfrauen. Wie heißen die bei der Hochzeit? They're not guests of the wedding. Brautjungfern. Ja, danke. 5 wise, 5 foolish. 5 Törichte und 5 Weise. So, without going into the verses themselves, Und ohne jetzt in die Verse selbst hineinzugehen, if we were to look at Matthew 25, the first part, what we've just read, wenn wir Matthäus 25 betrachten und nur hier diesen ersten Teil, den wir eben gelesen haben, it says then. dann heißt es hier dann. What does the word then mean? Was bedeutet denn dieses Wort dann? It can have different meanings in the English. Es kann im Englischen verschiedene Bedeutungen haben. So I'm not sure how it's translated in German, so we'll go with the English. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt wird, aber wir gehen jetzt gemäß dem Englischen. Sister Kathy? In this context, what does the word then mean? In diesem Kontext hier, was bedeutet dieses Wort dann? There's something prior, Da gibt es That etwas happens. zuvor, das geschehen and ist. now there's something happening after. Und jetzt then. geschieht etwas danach. So the word Dann. then Das Wort dann
can give the idea of order. kann die Idee der Reihenfolge Wo- bringen. 1, Nämlich 1, then 2. dann kommt 2. It follows on. Subsequent. Subsequent, yes. Ja, also danach, anschließend. It can have another meaning. Aber es kann auch noch eine weitere Bedeutung haben. Now. Then can also mean Dann kann auch bedeuten, at the same time, zur gleichen Zeit. or as Sister Kathy just said, Oder wie eben erwähnt wurde, now. jetzt. So that would be Das bedeutet 1 1 and 1. und 1. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? In the English, you can have two contexts. Also im Englischen kann es zwei Kontexte geben. What word did you use? Subsequently. So it could have this context of subsequently or something that follows. Also es kann diese Bedeutung haben, dass etwas anschließend kommt. You could say after this, Man könnte auch sagen danach. or it can also mean at the same time. Oder es kann eben auch bedeuten zur gleichen Zeit. So in Matthew 25, verse 1, In Matthäus 25, Vers 1, Brother Carl, is it option A or B? ist es nun hier Option 1, A oder B? Does Matthew 25 mean after? I'm going to say after this. Bedeutet nun hier, No, I'm going to say after that. dieses dann in Matthäus 25 danach Or does it mean at the same time? oder bedeutet es zur gleichen Zeit? Let me rephrase all of that. Lass uns mich nochmal sagen. Matthew 25. Matthäus 25 Is it saying that this is happening afterwards? heißt es hier also, das geschieht nachdem, This is 25. also hier in Vers 25, Or does it hier in mean Kapitel 25, this is happening at the same time? oder bedeutet es, dass es zur gleichen Zeit geschieht? Afterwards? Danach A, same time B. oder zur gleichen Zeit? Tell me A or B. B. A oder B? Just with looking in the verse 1. Do whatever you want. Just guess if you Nur im want. Vers Habt 1 ihr noch? schauend oder du kannst auch raten? For me, it's after that. So you, A? Yes. You're going to go for A. A. Because the word be likened. The word which one? Be likened. Oh, Be like it. yes, be likened. It's at the future. Then shall the kingdom of heaven be likened. Dann wird das Königreich gleichen. So, without going into the grammar, Ohne jetzt in die Grammatik einzusteigen, don't be tricked by that. lass dich jetzt dadurch nicht ins Licht führen. That's Hinters Licht. that'll tell you in the wrong direction. Don't put liked to mean after. Denk jetzt nicht, dass dieses Gleichen bedeutet, dass es danach kommt. Sister Aileen? A or B? A oder B? Then Sister Catherine, Brother Jim. I think 1, 2, 1. A. A? 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 Dahlia? A. Sister Catherine? We would have to find out what it was at the same time as, but So wir if we're müssen- going to be at the same time, Wenn wir jetzt nun zur gleichen Zeit wären, we want to know what? dann möchten wir what wissen, it is at the same time As. as yeah. Good. zur gleichen Zeit mit was denn? If it was at the same time, we want to know it's the same time as what? Da möchten wir, also wenn es zur gleichen Zeit wäre, dann möchten wir herausfinden, zur gleichen Zeit mit was denn? Good thinking. Guter Gedankengang. And your answer is? Die You don't have to Antwort? tell us what the same time is, but A or B. A oder B? I'm gonna go with B. Okay, so if you're going to go with B, But it would be same. you know what I'm going to ask you.
You know what I'm going to ask you now? Weißt du, was ich dich jetzt fragen werde? It's the same as what? Das ist genau gleich wie. So hold your answer, give you a bit of time to think. Ich gebe dir noch etwas Brother Zeit. Jim? I said B. B. Ich sage B. Brother Carl? Plain change. Of course you can. Kann B. ich ändern. Look at this there. B. You're smiling, Sister Aileen? It's okay. Good. Sister Kathy? The precious B. mountain. Brother Roland? B. Sister Sarah? Oh, it's just the same thought as Catherine would apply to A. After what then? So, I'm undecided. I'll give you. I'll help you. After Matthew 24. Yeah, great. That was easy. Yeah. Then A. Then A. Also ich habe gesagt, bei was Catherine gesagt hat, wäre ja auch hier. Wir möchten auch wissen, wenn es danach bedeutet, nach was denn? Dann sagt er, ja, nach Kapitel 24. My sister? A or B? Not enough? Brother Jonathan? Oh, good excuse. Oh. Sister Shemaine? Ich gehe mit der Minderheit, also A. Sister Sabina? I'll give you a second to respond. Okay, so if it's B, Wenn es nun B ist, same time as what? zur gleichen Zeit wie was? So Matthew 25 Matthäus 25. is how many parables? Es sind wie viele Gleichnisse? Sorry? One? Never mind. Brother Roland, how many parables? Wie viele Gleichnisse? 3. 3? You okay with that, Sister Catherine? Yeah, okay. Sind, Are you sure? Or you just saying yes? I'm just bist du saying dir yes. sicher oder sagst du einfach nur ja? You're just saying yes? Yeah. Okay, because I was going to ask you to tell me which are 3 out if you're going to say yes. Okay, Brother Roland. 3 parables. First, 3 Gleichnisse. Das erste ist Die Jungfrauen, the Virgins, 10 virgins, good. anvertrauten Zehnter, then the talents 10 talents, sorry, the talents. yes, und vom Weltgericht. und von Weltgericht. and the judgment. I want to call it something else. That's what the truth. Das ist my headline. Yeah, I know you do your headlines. That's too easy. I can do my headlines as well. Also meine Überschriften, deine Überschriften. Judgment of whom? Das Gericht von wem? Who's getting judged? Von der Welt, von der Welt. The world. Wer wird gerichtet? Parable. Oh, Das Gleichnis. Wer wird gerichtet? Literal. Buchstäblich. Wer wird buchstäblich im Gleichnis gerichtet? Sister Catherine's got a Bible open now. Come on, Sister Catherine. Okay. Number four. 3. Nummer 3 ist das Gleichnis vom. You don't want the subtitles? But yeah, you can give a subtitle, but if it says judgment, not that one. No, it Yours says the doesn't sheep say and the that. goats. Sheep and the goats. Can you see that, brother? Die Schafe und okay, die okay. Because if it's virgins, Böcke. Wenn es nun die Jungfrauen sind, what did you call number 2? wie hast du das Nummer 2 genannt? Den anvertrauten Zehnten. Talents. Yes. Yeah, it's different, but yeah, the talents. Yeah, the talents or the gifts. Die Talente oder auch, ja, die Talente. So number 3 die, would be sheep and goat. Okay, also wäre Nummer 3 dann die Schafe und Böcke. Brother Roland. Parable number 1. Gleichnis Nummer 1. How many groups? Wie viele Gruppen sehen wir? 2. 2. Who's checking parable number 2? Wer Everybody got kann- it in front of them? Das Gleichnis Nummer 2 kurz nachschauen. You have it in front of you? Hast du es vor dir? Parable number 2. Das Gleichnis Nummer 2. How many groups? Wie viele Gruppen sehen wir? Es müssten 2 Gruppen. It should be 2. It is or it should be. Ist es so oder sollte es so sein? Sind es 2 Gruppen oder? In 2 Gruppen. Yes, 2 groups. 2.
Okay. Verse 15. Vers 15. How many servants? Wie viele Diener haben wir hier? Okay, 3. 3. 3 servants. How many groups? Wie viele Gruppen haben wir? Ja, 3 Gruppen. 3. You changing the groups? Änderst du also jetzt die Anzahl der Gruppen? Remember, parable number 1. Erinnere dich, Gleichnis Nummer 1. How many virgins? Wie viele Jungfrauen? 10. 10. You still said there's 2 groups. Aber du hast gesagt, dass es 2 Gruppen sind. Brother Carl. 2 groups. 3 servants. Yes. 3 Diener, 2 Because Gruppen. we have Like, two good servants and 1 bad servant. Wir haben 2 gute Diener und einen schlechten. Like we have 5 good virgins and 5 bad virgins. Und im ersten Gleichnis haben wir 5 törichte und 5 kluge Jungfrauen. we'll do it here. Number 1, Also Gleichnis Nummer 1 5 and 5. haben wir 5 und 5. Number 2, Brother Roland. Im Gleichnis Nummer 2 haben wir 3. 3 altogether. Drei So number zusammen. 1 has got 10. Number 2 has got 3. Nummer 1 hat also 10 insgesamt, Nummer 2 hat 3 insgesamt. How many groups? Wie viele Gruppen haben wir? Was meint er mit Gruppen? What do you mean by groups? I asked you number 1 how many groups? 2 straight away. Ich habe dich bei Nummer 1 gefragt und da hast du sofort 2 Gruppen genannt. You didn't ask me what I meant. Die kann ich, Und da hast du mich nicht gefragt, was ich damit meine. Okay, I'll tell you what I meant. Ich sag dir, was ich meine. 5 were wise, and 5 5 sind, were foolish. 5 sind weise, 5 sind töricht. So 2 groups is wise ones and foolish ones. Also haben wir 2 Gruppen, die Weisen und die Törichten. Number 2, how many wise servants? Und in Nummer 2, wie viele kluge Diener haben wir? ja, wir haben 2 kluge und einen törichten. 2 wise, 1 foolish. Good. So we'll do 2 and 1. Also haben wir 2, 1. Good. Number 3, Nummer Brother 3, third parable. das dritte Gleichnis, This is verse 31 if you're looking. ab Vers 31. If you don't have it in your Bibles. So, 2 Gruppen. 2 groups. Good. We'll do 1 and 1. A goat Also and a sheep. 1 und 1, die Schafe und die Böcke. So the whole of Matthew 25 Also das ganze Kapitel 25 in is about Matthäus 2 servants. geht um 2 Diener. Everybody okay with that? Kann das soweit jeder sehen? So let's drop back to Matthew 24 Lasst uns zurück zu Kapitel 24 gehen, because it says then weil es ja heißt, dann after 24 comes 25. nach 24 kommt 25. So I'm just trying to find which verse we want to pick up from. Ich suche gerade den Vers, Verse 30. ab dem wir gehen, nämlich Vers 30. And then Und dann they're going to see Christ coming in heaven. werden sie Christus kommen sehen im Himmel. You okay with that? Können wir das sehen? 24:30. Kapitel 24, Vers 30. And then. Und dann. And then 31 tells you what's going to happen. Vers 31 sagt dir dann, was geschehen wird. 32 Vers 32 begins with what? fängt nun was an? Sister Aileen, what does 32 begin with? Mit was fängt Vers 32 an? I have to change to the English Bible. Okay. 32, right? Yeah. 24:32. Kapitel 24, Matthäus und Vers 32. Now learn a parable. Parable. Hier fängt ein Gleichnis an. So everything that he's spoken about before, Alles, wovon er nun davor gesprochen hat, which we'll say is real life, sagen wir, war das echte Leben, is now going to be explained as a parable. wird nun in einem Gleichnis erklärt. Sister Aileen, no, Sister Dahlia, what is the parable?
Um was geht es in dem Gleichnis? 32. In Vers 32. Über den Feigenbaum. The fig tree? So explain how the parable works. It's the parable of the fig tree, yes. Erkläre das Gleichnis. Es ist das Gleichnis vom Feigenbaum. Es wird gesagt, It is said. also was die Anzeichen davon sind, dass der Sommer nahe ist. The signs are told when the summer is near. Good. What is summer? Was bedeutet der Sommer? What period? Welche Periode? I don't know. Okay. Brother Roland, Die Ernte. you okay with that? Kannst du damit übereinstimmen? Yes. Okay. So summer is harvest, Der Sommer ist also die Erntezeit. and then it says when the branch is tender. Und dann heißt es, wenn die Zweige. When is that, Brother Jim? What does tender mean? Tender, young. Wenn die Zweige jung sind und saftig hier im Deutschen. When does that happen? When are the branches tender? Wann sind die Zweige It's jung? not summer, Good. Nicht im but Sommer. let's see. In the early rain, In der What season would that be? Frühregenzeit. the Welche Jahreszeit wäre das? She didn't hear what you said. in the spring. Im Frühjahr, im Frühling. So when you see the branches and the leaves come out in spring, Wenn man also im Frühjahr sieht, wie die Zweige und die Blätter hervorkommen, then you know summer or harvest is coming. dann weiß man, dass auch der Sommer und die Erntezeit kommt. 33. Vers 33. Sister Catherine, how does that begin? Wie fängt Vers 33 an? What does that mean? Also auch ihr, was bedeutet das? Parable, compare and contrast. Dass es ein Gleichnis ist, Vergleich und Gegenüberstellen. 33 Vers 33 is the explanation of 32. ist die Erklärung von 32. So when you see all these things, Wenn man nun also all diese Dinge sieht, erkennt, know that it is near, dann erkennt, dass es nahe ist. even at the door. What's near, Sister Catherine? Was ist nahe vor der Tür? His coming. He's coming. Dass er kommt. Do you have a marginal Sein reading Kommen. there? Hast du eine, With marginal readings? yeah, I know it in English, but not in German. Okay. Diese It's Randbemerkung? alternative reading. Ja, eine Alternative Lesart. alternative Lesart. Says what? Fußnote. Oh, you mean like another word? Yeah, do you have it there? Where it says it, do you have a marginal reading, a little number? Yes. Hast Or du hier so eine kleine Zahl oder He. Buchstabe? He. Es kann auch er bedeuten. So instead of saying it is near, it says he is near. Anstelle, dass es heißt, er ist nahe, könnte es auch anstelle, dass es heißt, es ist nahe, kann es auch heißen, er ist nahe. Who's the he? Wer ist der er? Sister Aileen? God. Gott. Verse 30. Vers 30. Son of Man. Good. Der Sohn des Menschen. So it's God, it's Jesus. Es ist Jesus. 34. Vers 34 It says all of these things shall happen. heißt es, all diese Dinge sollen geschehen. 35. Vers 35. My words shall stand. Meine Worte werden nicht vergehen. 36. 36. No man knows when this is going to happen. Niemand weiß, wann das geschehen wird. Only my Father knows. Nur mein Vater weiß es. 37. Vers 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Sister Sarah, you okay? So I asked a question. That's what I mean. You okay to ask? So 37, Ja. it says, as the days of Noah, In Vers 37 heißt es, wie es in den Tagen Noahs war, so shall also. so wird es auch, That means likewise. also auch, That means Ebenso. parable.
bedeutet ein Gleichnis. So comparing Noah Hier wird also Noah verglichen with the coming of the Son of Man. mit der Wiederkunft des Menschensohnes. So when it says the days of Noah, what does that mean? Wenn es jetzt heißt, die Tage Noahs, was bedeutet das? It's a period? Period of time. Eine Zeitspanne. If you went back to 32, Wenn man zurück zu Vers 32 geht, what would the days of Noah be? was wären dort die Tage des Noahs? Which season? Welche Jahreszeit? Summer? Summer? Ja. Also der Sommer? Anyone else? Everybody agree summer? Didn't we agree that summer is the Harvest, it's the very end. yeah, but the returning? Yes. Ja. Also wir haben vorher auch gesagt, dass der Sommer die Erntezeit ist, dann wann die Wiederkunft ist. Sorry, you can't speak, I'm afraid. It'll catch us off guard. You can message me. Brother Jonathan, sorry, I didn't see your hand sometimes. Brother Jonathan, your hand up, yes? Yeah, I would say it's spring, Ich würde sagen, dass es der Frühling ist, just to have an alternative argument. nur can't damit wir think eine that. alternative Antwort haben. No, it's not an alternative thing. Okay, Sister Sarah, Yep. read verse 38 by yourself Vers 38 liest jetzt jeder für sich selbst. and then answer the question again. Okay. So since I said in the days of Noah, it's a time period, so the spring is leading to the harvest, so it's talking about the springtime. Also wenn wir hier Vers 38 lesen und wir ja gesagt haben, dass in Vers 37 die Tage eine Zeitperiode ist, habe ich jetzt erkannt, dass es der Frühling sein muss, der ja zum Sommer, zur Ernte hinführt. 37, Vers 37, because it says the coming of the Son of Man, weil es heißt, die Wiederkunft des Menschensohnes, you'd think it meant the very end. glaubt man, dass es das Ende heißt, 'Cause that's when he's bedeutet. coming. Dann, wann er wiederkommt. But when you read 37 with 38, Aber wenn man nun Vers 37 und Vers 38 liest, the phrase coming of the Son of Man dann wird dieser Satz, die Wiederkunft des Menschensohnes, is talking about the signs of his coming. spricht über die Zeichen seines Kommens. Are we okay with that? Können wir das sehen? Anybody not okay? Kann das jemand nicht damit übereinstimmen? He's doing says that we don't know except the Father, but Also können wir Vers 36 There mit will be hinzufügen. as in the Und days of Noah. er sagt hier, niemand weiß es, aber der Vater. We don't know the hour, but we'll know the signs. Wir wissen die Stunde nicht, aber wir erkennen die Zeichen. Yes. So we've done 30, we've gone right down to 38, Wir sind bis zu Vers 38 gekommen, 39. Vers 39. The flood comes. Hier kommt die Flut. And then verse 40 begins with what? Und Vers 40 fängt dann an mit was? Sister Catherine. Then. Then. Dann. So that's what chapter 25 began with. Mit diesem Wort fängt auch Kapitel 25 an. What does then mean? Was bedeutet dann? We've got two options. Wir haben zwei Optionen. Afterwards Danach or at the same time. oder zur gleichen Zeit. We're okay with that? Können wir damit übereinstimmen? So it says, then shall two be in the field. Da heißt es, dann werden zwei auf dem Feld sein. So the two people that are in the field, Die zwei, die nun auf dem Felde sind, are they in the field after the coming of the Son of Man or before his coming? sind sie nun nach dem Kommen des Herrn im Feld oder davor? Sister Aileen? Before. Davor. So all the verses that we've read so far, all these parables, All diese Verse, die wir bisher gelesen haben, all diese Gleichnisse, talks about the days, sprechen über die Tage, talks about the signs, sprechen über die Zeichen. and we've got spring Und da haben wir den Frühling and summer. und den Sommer. And the spring Und der Frühling is where all the signs are given.
ist die Zeit, wo all die Zeichen gegeben werden. and the summer is the end. Und der Sommer ist das Ende. So in verse 40, In Vers 40 nun, when are the two people working? wann arbeiten diese zwei Personen? Here? They're Hier in the field, im Feld and then they're going to be taken. und dann werden sie hinweggenommen. Verse 41, Vers 41. two women are grinding Zwei werden auf der Mühle mahlen, here, hier, and then they're going to be taken und dann werden sie genommen in summer. zur Zeit des Sommers. Verse 42, Vers 42. we need to watch because we don't know when it's going to happen. Wir müssen wachsam sein oder schauen, weil wir wissen nicht, wann das geschieht. Verse 42, Sister Kathy. Vers 42. Repeat and enlarge of what? Wiederholung und Erweiterung von was? Of the previous time he said that? Yes, Das letzte Mal, als er es gesagt hat. Sorry, I'm looking for the verse. Ich suche den Vers. 36. Vers 36. 36. 44 says the same thing. Vers 44 heißt es dann das gleiche. 45. Vers 45. Who is a faithful servant? Wer ist nun der treue Knecht? Blessed is that servant. Dieser Knecht sei gesegnet. 48. Vers 48. Brother Carl? What's 48? Was ist hier Vers 48? It's a bad servant. Bad servant. Ein böser Knecht. Verse 45, the good servant. Verse 48, the bad servant. Vers 45 der kluge Knecht und in Vers 48 dann der böse Knecht. Okay, so count how many stories we've got so far. Zählt mal, wie viele Geschichten wir bisher haben. We'll begin Wir fangen verse 40. in Vers 40 an. Brother Roland? How many stories do we have? Verse 40 is 1. Dann 37 ist 2. In Verse 37 we have 2. Okay, so we'll go back to verse 37. There's 1 there. Vers 40 ist 3. Verse 40 it's number 3. Which Vers, one's number 2? Which story is number 2? Welche Geschichte ist Nummer 2? I thought you said Noah is number 1. Noah ist Nummer 2. Oh, which is number 1 then? Welches ist dann Nummer 2? 1, wenn Noah die Nummer 2 ist. 32, Feigenbaum. Fig Tree. Verse 32. Okay, the we'll fig- go with fig tree. Also wir haben den Feigenbaum, Noah. Noah. Verse 40, the field. Dann haben wir Vers 40, das Feld. Yes. 43, der Hausvater. We'll go to 41 first. Wir gehen erst zu Vers 41, Ah, okay. 41. 43. dann Vers 43, Ja. Ja, und dann 45. and then 45. Also Everyone 6. okay with that? So the latter ones, Die letzteren, particularly beginning from verse 40, die im Speziellen ab Vers 40 sind, specifically points out two people. zeigen im Speziellen zwei Menschen. The other ones, the earlier ones, imply to Die groups. davor tun zwei Gruppen implizieren. So in verse 40, it specifically says there will be two. Aber in Vers 40 heißt es dann explizit, da werden es zwei sein. 41, two. Vers 41, zwei. 45 Vers 45 and 48, und dann Vers 48 same story, two. geht es hier also um die gleiche Geschichte. Es sind zwei. So what we're seeing is Was wir also hier erkennen, that there are two groups here. dass es zwei Gruppen gibt.
One group is going to start getting ready and one group isn't going to be ready. Die eine Gruppe macht sich bereit und die andere nicht. One group is taken or destroyed and one group is not. Die eine wird hinweggenommen und zerstört und die andere nicht. And then you get to Matthew 25 verse 1. Und dann kommt man zu Matthäus 25, Vers 1. Brother Jonathan, how do you read that now? Wie liest du jetzt diesen Vers? 25 1. Kapitel 25, Vers 1. We've done 24:40, Wir haben uns Kapitel 24, Vers 40 angeschaut, 41, Vers 41, 45 and 48. 45 und 48. There are 2, 2, 2, Das sind immer zwei. and now we're in 25 1. Und jetzt sind wir in 25, Vers 1. When's that happening? Wann geschieht das? And it says then. Wenn es hier das Wort dann heißt. At the same time or in a sequence? Zur gleichen Zeit oder in einer Reihenfolge. I think you want to hear I just want to hear the truth. That'll do me. Ich glaube, du willst You happy with the Folgendes truth? hören, aber ich bin jetzt glücklich mit der Wahrheit. Failing the truth, I'd like to know what you think. Ich möchte wissen, was du denkst. probably you can read it both ways. Wahrscheinlich kann man das auf beide Art und Weisen lesen. So you read it both ways? Du liest es also auf beide Art und Weisen. Mm. I see your point. I don't have any point. Ich sehe deinen Punkt. Ich Tell me habe how keinen it Punkt. reads. You gave us your point the whole last 20 minutes Du hast uns deinen Punkt die letzten 20 Minuten gegeben, to say that we see that is at the same time. um zu erkennen, dass es zur gleichen Zeit ist. Maybe we can read it also sequentially. Vielleicht können wir es auch in einer Reihenfolge erkennen. So you can read it sequentially. Kann man es in einer Reihenfolge lesen? Okay, Sister Sarah, can you read it sequentially? Now it's hard to see it, so now it makes more sense to say it's the same time. Okay, so you can't see it sequentially. At the moment, not anymore. Also mittlerweile kann ich es jetzt nicht mehr als Reihenfolge erkennen. I don't like using this argument, Ich mag jetzt nicht dieses Argument verwenden. but there is no chapter and verses when this is written. Es gibt hier jetzt keine Verse oder Kapitel, wann das geschrieben wurde. This is just an easy way for us to break down the stories in different parts. Es ist einfach, dass jetzt die Geschichte in diese Abschnitte But herunterzubrechen. beginning from verse 40, Aber wenn wir nun ab Vers 40 lesen, you have 3 parables dann sehen wir 3 Gleichnisse in 24, in Kapitel 24 and then 3 in 25. und dann haben wir auch 3 Gleichnisse in Kapitel And 25. everyone is speaking about 2 groups. Und jedes der Gleichnisse spricht über 2 Gruppen. It's just the ones in 25 go into a lot more detail. Aber die Gleichnisse in Kapitel 25 gehen noch viel tiefer. Brother Jonathan? Okay, I would ask, what are all these parables speak about? Meine Frage, worüber sprechen diese Gleichnisse alles? All of them? Alle? I mean, when does the first parable start? Wann fängt das erste Gleichnis an? If you do the one that's in verse 40, that's the one I picked. Ich nehme hier das in Vers 40. No, I would say 32. Ich würde jetzt sagen Vers 32. And you said before that we have real history. Denn wir haben gesagt, davor haben wir die wahre Geschichte. Okay? Is that correct? So, Oh, that's what I said. Das habe ich gesagt, ja. and Oder what is deshalb this habe ich real history is talking about? Worüber spricht jetzt die wahre Geschichte, die echte Geschichte? 1260 maybe? Or including the 1260? Über die 1260 oder beinhaltet sie die 1260? And then what is the coming of man referring to? Is it the second advent or is it Und 1844? worauf bezieht sich jetzt das Kommen des Menschensohnes? Ist es das zweite Kommen oder ist es 1844? So because if it's talking about the 1260 and the coming of man is 1844, Wenn es nun über die 1260 spricht und das Kommen 1844 ist, then maybe all those parables are talking about Millerite time period, and then you would have first 1260 in the historical sequence and then the parables, the Millerite time period. dann würden all die Gleichnisse über die Miller-Geschichte sprechen, weil dann hat man erst im Erwahren die 1260 und dann die Gleichnisse, die über die Miller-Zeit sprechen.
And option 2, Und Option Nummer 2. Okay, then we would have to clarify her point. Wir müssten Ihren Punkt klarstellen. What is at the same time? Was ist zur gleichen Zeit? So, if we say, okay, all these parables are, let's see, parallel to each other, Wenn alle Gleichnisse also jetzt parallel zueinander stehen, then each parable would be at the same time, dann wäre jedes Gleichnis zur gleichen Zeit. but they follow, all the parables are following a sequence 1260 Millerite time period. Aber alle Gleichnisse folgen dann dem Muster oder der Reihenfolge 1260, dann Milleriten. verse 40 and verse 41, Vers 40 und Vers 41, is that the same time period? spricht es hier über die gleiche Zeitperiode. As each other. I don't understand your question. Verse 40, Vers 40 it says, then there will be 2 people in the field. heißt es, dann werden 2 auf dem Feld sein. Verse 41 says, Und in Vers 41 heißt es, 2 people will be at the mill. 2 werden bei der Mühle sein. Is that at the same time? Ist das zur gleichen Zeit? If you're in the process of dealing with your wheat, no, it's first the field and then you have the meal. Wenn man in dem Prozess ist, dann hätte man erst das Feld und dann die Mühle. So verse 40 says, Vers 40 heißt es, they're in the field sie sind im Feld and one shall be taken. und einer wird genommen. And verse 42 says, Und Vers verse 41 says, 41 heißt es, they're both at the mill beide sind bei der Mühle and one shall be taken. und einer wird genommen. Are they taken at different times? Werden sie zu verschiedenen Zeiten weggenommen. Okay, what does, I have problems to understand it in German, what does taken mean? Ich verstehe es nicht ganz im Deutschen, was bedeutet dieses Wegnehmen. If you go to the last part of the verse, it says, one will be taken, one will be left. Letzter Teil des Verses heißt es, einer wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Whatever it means, Was auch immer das bedeutet, in 40, in Vers 40 does it mean the same thing in 41? bedeutet das gleiche in Vers 41. Whatever it means, does it Was mean auch- the same thing in both verses? Was auch immer es bedeutet, wird es aber das gleiche in beiden Versen bedeuten. I would agree. So is it happening at the same time in both verses? Geschieht es dann zur gleichen Zeit in beiden Versen? Yes and no. Ja und nein. If it's the same symbol and if the field is the same as the meal, then it's at the same time. Wenn es das gleiche Symbol ist, wenn das Feld und die Mühle das gleiche Symbol ist, dann ist es zur gleichen Zeit. You're just offering a logical argument. Of course, if it didn't mean the same thing, it wouldn't be the same time. Wenn es That nicht doesn't das, help us. du bist jetzt gerade hier in einer philosophischen Diskussion, wenn es das jetzt nicht das gleiche bedeutet, dann ist es nicht das gleiche. My question is, Aber meine Frage nun, how do you read those 2 verses? wie liest du diese beiden Verse? Not the options that we have, because we all know what the options are. Nicht die Optionen, die wir haben, denn wir kennen ja die Optionen, die wir haben. Okay. Oh, you asking me? Yeah. Okay, I would read it that the field and the meal is a repeat and a large. Ich würde es so lesen, dass die Mühle und das Feld eine Wiederholung und Erweiterung ist. Was rolling? Wenn ich es mit dem ersten Gleichnis vergleiche, When I connected and compared with the first parable, mit dem Feigenbaum, which is the fig tree, dann hätte ich erst den Frühling und dann hätte ich den Sommer. then I first have the spring and then the summer. Ich hätte erst das Feld und dann hätte ich halt die Mühle. First the field, then the mill. Also 2 Abschnitte. It's like 2 sequences. If you do that, Wenn du das so machst, if you go to the fig tree parable, wenn man zum Gleichnis vom Feigenbaum geht, you said summer is harvest. dann hast du gesagt, der Sommer ist die Ernte. Yeah? Das wäre die Mühle. Which would be the mill. So 33, Vers 33, which is the fulfillment or the spiritual of 32, Vers 33 ist die Erfüllung oder das Geistliche von Vers 32. summer equals what? Dann ist Sommer gleich was? Tell me what summer equals. Sommer ist gleich Ernte.
Papst? No, that's the parable. Summer Nein. equals what? Das wäre das Gleichnis. It says in 33 what summer In Vers equals. 33 sagt es dir, was der Sommer bedeutet. Ja, die Tür, Gerichte, was meint er? The door, the judgment, what do you mean? Just read the part of the verse where it says what summer is. Lest den Teil des Verses, wo es heißt, was der Sommer ist. I'll help you. If we proof text Ich it, helfe dir, wenn wir es nun mit Belegtexten. so in English, 32 says nigh. Im Vers 32 heißt es im Englischen nahe. You have nigh, yeah. So you got the word in German nigh, Also, wir haben hier das Wort nahe and in 33 und in Vers 33, there's the word that says near. okay, that's the same word in German. It Und should be, im Deutschen ist es das gleiche Wort und er sagt, so sollte es auch and sein. it's the same Greek word. Und wir sehen auch bei Strongs, dass es das gleiche griechische Wort ist. So 32 something is near, and 33 something is near. In Vers 32 sehen wir, dass etwas nahe ist und in Vers 33 ist etwas nahe. In 32, what's near Was ist in Vers 32 nahe? is Was ist es? summer. Der Sommer ist nahe. In 33, what is near? Und was ist in Vers 33 nahe? Who's coming? Wer kommt? The Son of Man. Der Son of Menschensohn. Man's coming. Der Menschensohn kommt. So summer Sommer also is the Son of Man coming. bedeutet, dass der Menschensohn kommt. So that's one parable. Das ist also ein Gleichnis. Then if we drop down to 40, Wenn wir dann zu Vers 40 gehen, we'll hold on to 40, wir bleiben bei 40, and I'm going to go back to 31. sondern gehen nochmal zurück zu 30? Zu Vers 31. When the Son of Man comes, Wenn der Menschensohn kommt, in 31, in Vers 31, angels will sound a trumpet da werden Engel die Posaunen erschallen lassen and they'll gather together all the elect. und alle Auserwählten zusammensammeln. They'll gather them. Sie werden also versammelt. In verse 40, In Vers 40 it says there will be two people in the field. heißt es, dass zwei auf dem Felde sind. One will be taken Der eine wird genommen and the other one will not be taken. und der andere wird nicht genommen. So, what does the taken and left behind mean? Was bedeutet nun dieses mitgenommen werden oder das zurückgelassen werden? What's the car? Sorry? Separation? Separation. Separation. Trennung. So, where would they be taken and by whom? Wohin und von wem würden sie denn genommen werden? Australia? On the field. Auf dem Feld? Where would they be taken to, not Wohin from? werden sie genommen? To the heaven. To heaven. By whom? In den By the Himmel Son und of Man. von wem? 31. In Vers 31, von wem werden sie genommen? By the angels. By the angels. Von den Engeln. So, verse 40 Vers 40 nun is talking about two people in the field, spricht über zwei Menschen, die auf dem Felde sind. and then the second coming, Und dann die zweite Wiederkunft the angels will take one and leave the other. werden die Engel einen nehmen und den anderen zurücklassen. So it's repeat of the parable of the fig tree. Hier haben wir also die Wiederholung von dem Gleichnis des Feigenbaums. Then 41, Dann in Vers 41, completely different story. komplett andere Geschichte. There are two people who have gone to the mill. Zwei Menschen gehen zur Mühle. One will be taken by the angels to heaven and the other won't. Der eine wird von den Engeln hinweggenommen oder mitgenommen und der andere nicht. And verse 42 is the explanation of both parables. Und Vers 42 ist die Erklärung von beiden You Gleichnissen. don't know when Jesus is coming back. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. And then verse 43 gives another parable. Vers 43 gibt dann noch ein weiteres Gleichnis. So now Jesus is a thief. Hier ist Jesus ein Dieb. Verse 45 In Vers 45 talks about a wise servant, spricht es über einen treuen Knecht and verse 48 talks about an evil servant. oder einen klugen Knecht und in Vers 48 geht es um einen bösen Knecht. So each of these stories talk about two servants, All diese Geschichten sprechen also nun über zwei Diener and they're all repeating this same theme.
Und sie wiederholen alle das gleiche Thema. a good and a bad person. Eine gute und eine schlechte Person. And then when you get to 25:1, Wenn man dann zu Kapitel 25, Vers 1 kommt, it just explains the same thing again, erklärt es nun das genau Gleiche. just like it did in verse 40, So wie wir es 24:40. auch in Kapitel 24, Vers 40 gesehen haben. Then two people in the field, Dann 2 Leute auf dem Feld, 25:1. Then two groups of virgins. 25, Vers 1, dann 2 Gruppen von Jungfrauen. It's all happening at the same time. Alles geschieht zur gleichen Zeit. If we start thinking about Millerite history, Wenn wir nun anfangen, über die Miller-Geschichte nachzudenken, we have to remember müssen wir uns daran erinnern, that Millerite history was meant to be the final generation. dass die Miller-Geschichte eigentlich die letzte Generation hätte sein sollen. 24:29. Kapitel 24, Vers 29. Immediately after the 1260, Sofort nach den 1260, the sun will be darkened and the moon will go dark. die Sonne wird sich verfinstern und auch der Mond. In the other passage, it says blood. In der anderen Passage heißt es, der Mond wird zu Blut werden The stars shall fall. und die Sterne werden fallen. After that major sign, Nach diesem großen Zeichen then you'll see Christ coming in the clouds of heaven, sieht man, wie Jesus in den Wolken des Himmels kommt. and then the angels will gather the elect. Und dann werden die Engel die Auserwählten versammeln. So whether or not it's Millerite history or our history, it still works the same. Sei es nun die Miller-Geschichte oder unsere Geschichte, es funktioniert auf die gleiche Art und Weise. So 25:1 Kapitel 25, Vers 1 is the same time period. ist also die gleiche It's Zeitperiode. preparation time. Die Vorbereitungszeit. Separation, not preparation. Preparation time. Sorry, yeah, I said separation time. I said preparation, but I was not sure. Preparation time. Yeah, I've said separation. I meant Vorbereitungszeit. preparation. Okay, so I've got one question. Noch eine Frage. Oh, carry on. Yep. Someone said. I just wanted to know, was my suggestion or explanation, is it wrong now or? Ich wollte wissen, ob meine Erklärung falsch war. When you gave your explanation, Als du deine Erklärung gabst, you offered two versions, but you only gave one. dann As hast far du, as I understood. so wie ich es verstanden habe, hast du 2 Optionen zwar aufgezeigt, aber nur eine erklärt. Unless I missed it. No, I was saying that depends on how you read it. Historical events, Es kommt darauf an, wie du es liest, ob du die historischen Ereignisse and then the coming of the man is described in different parables, und dann wird das Kommen des Menschen in verschiedenen Gleichnissen beschrieben. and these parables are all simultaneously, Und diese Gleichnisse sind alle simultan, so gleichzeitig, at the same time. zur gleichen Zeit. But if you read it the other way, that you have the 1260s, Aber wenn man es dann so liest, dass man erst die 1260 hat and then the parables, und dann die Gleichnisse, then you have 1, 2. dann hat man erst das, dann dies. Erst das eine, dann das andere. Verse 29 Vers 29 refers to the 1260. nimmt Bezug auf die 1260. Immediately after the 1260, Denn jetzt sofort nach den 1260 three things will happen: werden 3 Dinge geschehen. sun, moon, and stars. Sonne, Mond und Sternen. And then you see the signs of the Son of Man coming. Und dann sieht man die Zeichen des Kommen des Menschensohns. And then verse 32 Dann in Vers 32 speaks about the beginning of these series of parables. geht es hier fangen diese Gleichnisse an. And 32 Vers 32 gives the idea of spring and summer, gibt uns hier diese Idee von aus Frühling, dann Sommer, which indicates that you're coming to the end, because it says summer is near. was dann auch impliziert, dass wir zum Ende kommen, weil es heißt, der Sommer ist nahe. So this nearness of his coming Dieses Nahe-Sein seines Kommens begins somewhere from around verse 29. fängt irgendwo hier ab so Vers 29 an.
you described it as the Millerite history. was du als die Miller-Geschichte beschrieben hast. So from the Millerite history onwards, Ab der Miller-Geschichte dann, because that's where verse 29 would bring you to. dorthin würde dich Vers 29 bringen. Some of it's a little bit before 1798 and some of it's after. Ein paar Dinge sind etwas vor 1798, die anderen ein bisschen später. These signs that happen towards the end Die Zeichen, die dann gegen Ende geschehen, show you zeigen, that his coming is near. dass sein Kommen nahe ist. So all of these servants here All diese Diener are all happening after the 1260 geschieht also nach den 1260, that you call the Millerite history, was du die Miller-Geschichte genannt hast. or you could call the time of the end history. Oder du könntest auch die Zeit des Endes Geschichte nennen. And what it's saying is, Und was es dann heißt, in this time period, there are two servants that are shown. dass es in dieser Zeit zwei Diener aufgezeigt werden. And from verse 40, there are 6 parables that are given that describe the same thing over and over again. Ab Vers 40 haben wir dann 6 Gleichnisse, die das Gleiche immer und immer wieder erklären. And it's not going back to the 1260 history. Und hier gehen sie dann nicht zurück in die Geschichte der 1260. It's saying, in the time period of spring, Weil es heißt, in der Zeitperiode des Frühlings these 6 parables will be fulfilled. werden sich diese 6 Gleichnisse erfüllen. 2 in the field, 2 at the mill. 2 im Felde, 2 bei der Mühle. The story of Noah, Die Geschichte von Noah, the fig tree, der Feigenbaum, the faithful and wicked servant, der Treue und der böse Knecht. then the parable of the 10 virgins. Dann das Gleichnis der 10 Jungfrauen. These virgins, they go forth to meet the bridegroom because they know he's about to come imminently. Die Jungfrauen gehen dem Bräutigam entgegen, weil sie wissen, dass er bald kommt. They don't go to meet him Sie, centuries before his arrival. sie gehen nicht aus, um ihn dann zu treffen, Jahrzehnte zuvor. The last 2 parables are a bit more Die generic. letzten 2 Gleichnisse sind dann etwas allgemeiner. Okay, maybe I have difficulties to express myself, but I'm trying one last time. Vielleicht habe ich Probleme, mich gut auszudrücken. Ich versuche es noch einmal. So we have the 1260s, Wir haben also die 1260. and then the parable 1 starts that describes, in my words now, Millerite history Und dann haben wir Gleichnis Nummer 1, das die Miller-Geschichte beschreibt. completely from one perspective. Aus einer Perspektive. First parable. Erstes Gleichnis. Second parable, Zweites Gleichnis. back to 1798, describes the same history Zurück again in zu another 1798. with another parable. Und erklärt es in einer anderen Art und Weise, aber gleiche Zeit. Third parable, same Drittes thing. Gleichnis, With genau all the gleich. parables, the same thing. Mit all den Gleichnissen genau gleich. So in my head, In meinem Kopf also. time of the end 1798, Zeit des Endes 1798. 1260s are over. 1260 sind vorbei. Then the parables, Dann all the Fangen- same history, they always begin at die 1798. Gleichnisse an, die immer 1798 starten. Yes. Ja, So then you can read it both ways. No. dann kann man es auf beide Art und Weisen lesen. Nein. Verse 25:1. Kapitel 25, Vers 1 It says then. heißt Ja. es dann. That then is the same as verse 40. Das ist das gleiche dann wie in Vers 40. 24:40. In Kapitel 24, Vers 40. Same time period. Gleiche Zeitspanne. Yeah, and when are these people on the field? Wann, 1798. wann sind die Leute auf dem Feld? 1798. Okay, good. Gut. So they are after the 1260s. Also sind sie nach den 1260. They're in 1798 on the field, and the virgins come on the scene in 1798. Which is at the same time. We're in agreement. Wir stimmen miteinander überein. At the same time. Zur gleichen Zeit, Entschuldigung. After 1260s. Sure. Nach den 1260, ja. Chapter 25. Kapitel 25. Is that after chapter 24 or at the same time as 24? Kommt es nach Kapitel 24 oder zur gleichen Zeit wie Kapitel 24? I'll tighten it up. Is chapter 25, is 25:1 at the same time as 24:40? Ist Kapitel 25 zur gleichen Zeit wie
Matthäus 24, Vers 40. Yeah, it's 1798. That was all I asked at the beginning. 1798. Das ist all das, was ich am Anfang gefragt habe. Okay. If 25 Ob für Kapitel 25 is after something. nach irgendetwas ist? So, of course, it's after the 1260. Ja, natürlich, es kommt nach den 1260, But it's not after 24. aber es kommt nicht nach Kapitel 24. It's like me asking, Es ist so, wie als wenn du mich fragst, verse 40, Vers 40, when it says then, wenn es hier heißt dann, is that after something or at the same time? ist es danach oder zur gleichen Zeit? It's after something. Es ist nach etwas. It's Okay. 1260. I don't want to annoy anybody here, but I would say 1260, then verse 40. 1260, verse 41. 1260, 25, Also verse immer 1. die And they are 1260, always starting at the same point, 1798. Und die Gleichnisse But- fangen dann immer zur gleichen Zeit an. That's fine. Ist okay. Yeah? Everybody okay? Soweit jeder okay? Oh, I thought you had your hand up. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We thank you for the privilege of being able to study together, Danke für das Vorrecht, zusammen zu studieren, to explore your word. dein Wort zu durchforschen. We also ask, Father, that you would give us a blessing for this new week. Herr, wir bitten dich auch für den Segen für die neue Woche. Thank you that you have kept us safe and protected us through this past. Danke, dass du uns in der Vergangenheit beschützt hast. We know that we're living in troublous times, Wir wissen, dass wir in trübseliger Zeit leben and yet you have promised that you will hide us in the cleft of the rock. und du hast aber verheißen, dass du uns in der Felsspalte beschützt. May we hold on to that promise Mögen wir an dieser Verheißung festhalten and trust you. und dir vertrauen. In Jesus' name we In pray. Jesu Namen. Amen. Amen.